Sie wollen mich also fertig machen, wenn ich weiter für Frauenforum arbeite, hm? Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Soll ich wieder? Clarissa wollte sowieso gerade gehen. Sie glauben, ich bluffe? Die Agentur läuft ausgezeichnet, mit und ohne ihre Einlage. Auf ihr Geld bin ich also nicht angewiesen. Wenn ich unseren Vertrag kündige, müssten Sie mich ausbezahlen. Ob Sie das können? Das schaffe ich schon. Aus meinen Büroräumen müssten Sie natürlich auch ausziehen. Und wenn Sie schon beim Packen sind, können Sie auch gleich das Penthouse räumen. Aber wir haben doch einen Mietvertrag. Möblierte Räumlichkeiten unterliegen einer kurzen Kündigungsfrist. Die wir natürlich einhalten. Mit dem riesigen Wohnungsangebot. Und was das Büro betrifft, auch gewerbliche Immobilien gibt es wie Sand am Meer. Aber niemand vermietet an eine Agentur, die keine Aufträge mehr hält. Nicht alle Kunden sind so engstirnig wie Herr Kleinschmidt. Sie unterschätzen mein Talent, Menschen zu überzeugen. Einzuschüchtern wäre wohl das treffendere Wort. Aber es gibt noch welche, die sich von Ihnen nicht unter Druck setzen lassen. Dummerweise landen die alle beim Sozialamt. Wollen Sie wirklich so enden? Wollten Sie nicht gerade gehen? Erika, denk doch noch mal bitte über Ihren Vorschlag nach, ja? Hören Sie auf Ihre kleine Freundin. Warum sagst du denn nichts? Du bist mir vor Clarissa in den Rücken gefallen. Was soll ich dazu sagen? Ich wollte doch nur vermitteln. Du hast meine Position dadurch geschwächt. So eine Blöße darf man sich vor Clarissa nicht geben. Du bist also fest entschlossen, die Kampagne durchzuziehen. Trotz Clarissas Drohung. Heiße Luft, nichts weiter. Und was könnte deiner Meinung nach schlimmstenfalls passieren? Dass ich nicht nur im kreativen Bereich das alleinige Sagen habe. Das klingt nicht gerade nach einem sozialen Abstieg. Clarissa hat wie immer übertrieben. Aber nicht, was ihre guten Kontakte angeht. Wenn es ihr wirklich gelingen sollte, ein paar Kunden zu vergraulen, dann verkleinere ich eben die Agentur. Dann hätten wir auch mehr Zeit für uns. Hey, du musst mir nichts beweisen. Ich habe das Gefühl, dass du dich nur aus einem Grund mit Clarissa anlegst. Um mir zu zeigen, dass dir unsere Beziehung wichtiger ist als deine Arbeit. Ist sie auch. Und deshalb muss ich dir auch nichts beweisen. Die Arbeit an der Kampagne macht mir einfach Spaß. Aber am Anfang warst du nicht so begeistert. Am Anfang wollte ich auch nichts von meinen Gefühlen zu dir wissen. Ich will doch nur, dass du es hinterher nicht bereust. Dafür müsste ich erst mal einen Fehler machen. Und wie nennst du es, sich mit Clarissa von Anstetten anzulegen? Kleine Abwechslung vom tristen Alltag. Ich stehe auf jeden Fall hinter dir. Auch wenn du dafür wieder umziehen musst? Oh, die paar Klamotten sind doch schnell gepackt. Bis später. Geld oder Liebe? Intersecura. Ja? Hallo. Ach, Frau Färber. Ich musste einfach vorbeikommen. Die ganze Redaktion ist aus dem Häuschen. Ihre Kampagne schlägt ein wie Dynamit, aber das hat Ihnen Frau Rhein sicher alles schon erzählt. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, danke. Dank Ihres Titels werden wir mit dem Heft bestimmt unseren Auflagenrekord brechen. Unser Anliegen wird damit zu einem Politikum. Das ist toll, aber... Ich weiß, wir müssen noch ein bisschen nachlegen. Was halten Sie davon? Die ganze Redaktion läuft in Brautkleidern durch die City. Sehr ausgefallen, aber was ich eigentlich... Sie kommen nicht zu Wort, weil ich mal wieder zu viel rede. Entschuldigung. Ich kann Sie nicht weiter unterstützen. Einige Kunden, meine Teilhaberinnen und auch einige Mitarbeiter wollen mit Ihnen nicht in Verbindung gebracht werden. Sie wollen uns hängen lassen? Ich habe keine andere Wahl. Aber vielleicht finde ich eine gute Agentur, die... Schade. Und ich dachte wirklich, Sie sind anders. Ja, Sie entschuldigen mich. Schönen Tag noch. Für Frau Färber war deine Absage bestimmt ganz schön hart. Aber ich bin froh, dass du es dir doch noch mal anders überlegt hast. Ich habe zwar immer noch keine Lust, vor Clarissa zu kuschen, aber ich muss mir den Ärger ja nicht extra aufladen. Genau. Ich fühle mich trotzdem nicht wohl dabei. Wieso? Wenn sie einfach rausläuft, ohne dich ausreden zu lassen? Ist doch nicht deine Schuld. Ob ich Frau Färber mal anrufen soll? Wäre eine Möglichkeit.
Oder ich gehe zu ihr. Vielleicht finde ich eine Agentur für Sie, die die Kampagne übernimmt. Hm, auch nicht schlecht. Hauptsache, es geht ihr wieder besser. So. Hi. Hi. Bringen Sie mir ein Wasser? Mhm, klar. Wer bekam die Cola? Die Assistentin von Frau Färber. Sie scheint noch nichts zu wissen. Oder nimmt's locker. Frau Sander, das ist ja ein Zufall. Ihre Vorschläge sind klasse, wirklich. Anderen Agenturen würden bestimmt ähnlich gute Konzepte einfallen. Sie müssten es mal machen, aber das ist wohl schlecht für den Ruf. Bitte. Schön, dass Sie anders denken. Und? Alles klar. Die Kampagne für Frauenforum geht weiter. Jetzt guck nicht so. Ich weiß, was ich tue. Dann legst du dich jetzt also doch mit Clarissa an. Werbung ist mein Job. Und wenn Frau Gräfin was dagegen hat, dann ist das ihre Sache. Also, was gibt es so Dringendes, dass ich meinen Termin verschieben musste? Sekunde. Frau Färber? Ja. Bitte vergessen Sie alles, was ich Ihnen eben im Büro gesagt habe. Ich möchte die Zusammenarbeit fortsetzen. Es ist eigentlich nicht meine Art, mich so schnell umzuentscheiden. Und das an einem Tag. Und ich wollte Rücksicht nehmen auf meine Teilhaberin. Und jetzt hat sie nichts mehr dagegen? Doch, aber sie ist meine Teilhaberin, nicht meine Chefin. Mutige Entscheidung. Sind wir also wieder im Geschäft? Patricia, bestellst du uns eine Flasche Schon Champagner? unterwegs. Und bitte doch Frau Ryan mit uns anzustoßen. Ich dachte wirklich schon, bei Ihnen hätte meine Menschenkenntnis zum ersten Mal versagt.